Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem Kanal. In diesem Video verlassen wir Norwegen, aber nicht mit dem Boot. Wir fahren Richtung Schweden und hoffen auf besseres Wetter. Unterwegs sehen wir Rentiere und eine Elchmama mit Kalb. Nach einer regnerischen Nacht sind wir früh aufgestanden, da wir mit der Fähre nach Bodø übersetzen wollten. Bei unserer Ankunft am Hafen standen bereits jede Menge Camper, PKWs und LKWs am Bootsanleger, sodass wir uns spontan entschieden haben, über Land zurückzufahren. Wir fuhren über die E10 zurück Richtung Festland. Am Rambergstranda machten wir einen Zwischenstopp und frühstückten dort. Außerdem ließen wir Don toben, da wir wussten, dass es ein Tag sein würde, an dem wir viele Kilometer zurücklegen würden. Die Fahrt geht weiterhin reibungslos und sogar mit der Regen kwamen wir gut zurecht. Zunächst fuhren wir Richtung Abisko. Von dort aus weiter nach Kiruna und bei Gallivera auf die E45. Am späten Nachmittag suchten wir uns einen Platz für die Nacht, was sich aufgrund der Nässe als schwierig erwies. Wir bogen schließlich in einen Waldweg ein, den wir lieber nicht genommen hätten. Die Zufahrt zum Stellplatz war ziemlich matschig und ging auch ein Stück bergauf. Aber mit Vicky und seinen Offroad-Reifen haben wir es doch nach oben geschafft. Ob wir morgen von hier wegkommen, würden wir morgen sehen. Nach einer Nacht mit anhaltendem Regen sind wir früh aufgebrochen, da wir die letzten Urlaubstage mit schönem Wetter verbringen wollten. Das Verlassen des Stellplatzes verlief besser als erwartet. I've watched you pay your dues. Life took you down a few. Served up a fight, not gonna lie. And I've watched you take the blows, thinking that it wouldn't show. I've seen the stains, black tears and rain. But know that in the darkest hour, right there in the deepest night, I'm gonna try to make it right. And I'll take your pain, baby, I'll wear it out like a raider in the dark. I'll be coming to light your spark. No
einer Weile Fahrt brach endlich die Sonne durch, was schon lange nicht mehr vorgekommen war. Trotzdem haben wir sie sofort wiedererkannt. Mittag erreichten wir den Mutus Nationalpark. Der Weg dorthin war teilweise rutschig durch den Regen, da die Straße gerade erst neu geschottert, aber nicht verdichtet wurden. Taking you to higher ground and peace of mind. We'll be alright, yeah. Da Hunde im Park nicht erlaubt waren, setzten wir unsere Wanderung ohne Don fort. Wir entschieden uns für den kürzeren Weg bis zum Wasserfall, was sich jedoch als Fehler herausstellte. Bis zum Fluss verlief der Weg gut, aber dann begannen wir über Felsbrocken und Hügel zu klettern. Die Umgebung war zwar wunderschön, aber die Wanderung war sehr anstrengend. Macht es noch Spaß, Schatz? Dann ist es gut. Dann wenigstens eine. Irgendwann kamen wir an eine Wegkreuzung und da wurde uns klar, dass wir einen Fehler gemacht hatten. Wir beschlossen, den Wasserfall auszulassen und liefen über den flacheren Weg zurück zum Wohnmobil. Schatz, jetzt zeige ich dir mal den Unterschied. Wir. Eigentlich sollten wir den. Was machen wir? Den. Und was sind wir dann? So kaputt. Wir suchten uns dann einen ruhigen Platz für die Nacht und erholten uns von den Strapazen. Am nächsten Tag setzten wir unsere Reise bei starkem Nebel fort. Aber wie sagt man, wenn es morgens neblig ist, wird es am Tag schön. Und so sollte es auch sein. Im Skiort Vemdalsskalet machten wir einen kurzen Stopp. Dann ging es weiter, bis Kersting plötzlich laut schrie: Stopp, stopp, ein Elch! Ich sofort auf die Bremse und was sahen wir? Ein Elchmutter mit ihrem Kind. Nachdem wir ein paar Bilder gemacht hatten,
flüchtete sie leider jedoch sofort. Die Fahrt ging weiter und da wir nicht nur die Hauptstraße fahren wollten, sind wir abgebogen und auf Schotterwegen Richtung Süden gefahren. Dieser Weg brachte uns nach Tennes. Der Ort war uns von früheren Urlauben bekannt. Wir folgten der Route 311 und hofften auf Rentiere, die sonst in dieser Gegend zu sehen waren. Und natürlich standen sie irgendwann wieder da. Wir lieben diese Tiere und haben uns Zeit genommen, um sie zu bestaunen. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on. Anschließend setzten wir unsere Fahrt fort. Zufällig kamen wir an ein kleines Dorf vorbei, das unserer Meinung nach von den Samen ist. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one. Wir haben uns dort eine Weile aufgehalten und umgesehen. Nachdem wir alles bestaunt hatten, ging es auf die letzte Etappe für heute. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. And I saw you walking the line. Außerhalb von Idre haben wir uns auf einen der vielen Stellplätze niedergelassen. Die Übernachtung kostet wohl ein paar Euro, aber dafür gibt es die Möglichkeit, ein Lagerfeuer zu machen und es gibt sogar ein Plumpsklo. Hier haben wir den Tag abgeschlossen und sind frühzeitig ins Bett gegangen. All breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got. Im nächsten Video geht's nach Fjällbacka und Smögen. Zwei wunderschöne Orte an der Westküste Schweden. Als ob wir noch nicht genug gesehen hatten, begegnen wir noch in Elch im Smögen. Dort endet unsere Reise und wir machen uns auf den Heimweg, da das Wetter auch dort nur Regen und Sturm verspricht. That we